Hey Schrauber, Nickel hier. Heute in diesem Video sprechen wir über das Thema Ölverlust beim Turbolader. Häufig wird der Turbolader getauscht, wenn es zu einem Ölaustritt kommt. Aber die Gründe dafür liegen selten beim Lader selbst. Um zu verstehen, wie es überhaupt zu Undichtigkeiten kommen kann, müssen wir einen Blick auf das Dichtsystem werfen. Denn aufgrund der hohen Anforderungen kann man hier nicht einfach einen simplen Wellendichtring benutzen. Die enormen Drehzahlen von bis zu 300.000 Umdrehungen die Minute, Abgastemperaturen von 500 bis 1000 Grad Celsius sowie Drücke bis zu 3 Bar würden eine Kunststoffdichtung sehr schnell an ihre Grenzen bringen. Daher wird im Turbolader eine Variante der sogenannten Labyrinthdichtung verbaut. Auf der Abgasseite sitzt dicht hinter dem Turbinenrad ein kleiner Kolbenring. Dieser sitzt fest in der Rumpfgruppe. Dadurch entstehen viele Richtungswechsel, welche den Ölfluss hemmen. Zusätzlich wirkt der Abgasdruck von der anderen Seite gegen. In dieser Kombination bleibt der Turbolader im Betrieb dicht. Auf der Frischluftseite wird das gleiche Prinzip verbaut, bedingt durch den Aufbau der Welle in leicht veränderter Form. Das gibt uns einen wichtigen Hinweis. Ein Turbolader bleibt also nur dicht, wenn alles drumherum stimmt. Ein zu hoher Öldruck oder zu niedriger Abgasdruck können also zum Versagen dieser Dichtung führen. Schauen wir uns die Ursachen dafür doch mal genauer an. Im optimalen Fall stimmt alles. Die Leitungen sind frei, der Ölstand ist korrekt und der Überdruck kann kontrolliert entweichen. Ein Klassiker. Die Ölablaufleitung ist verstopft oder geknickt. Das Öl kann nicht abfließen und es kommt immer mehr nach. Der Öldruck im Lager ist höher, als der Abgasdruck gegenhalten kann und es kommt zum Ölaustritt. Wenn zu viel Öl im Motor ist, fällt das nicht sofort am Turbo auf. Doch im Betrieb wird das Öl die Ablaufleitung hinaufgedrückt und zur Dichtung dann hinaus. Beschädigte Kolbenringe führen zu dem sogenannten Blow-by-Effekt. Verbrennungsgase drücken sich an den verschlissenen Kolbenringen vorbei und verursachen einen überhöhten Kurbelgehäusedruck. Dieser entweicht dann über die Ablaufleitung und verhindert somit das Abfließen des Öls. Ähnlich sieht es mit einem zugesetzten Kurbelgehäuse-Entlüftungsfilter aus. Der Druck im Gehäuse kann nicht entweichen und sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes durch die drucklose Ölablaufleitung hinauf in den Turbo. Ihr seht also, es gibt viele Gründe, warum ein Turbolader anfängt zu ölen. Deshalb ist es wichtig, dass Wartungsintervalle eingehalten werden und bei einem Turbowechsel auch immer alle Komponenten wie Öl-, Zu- und Ablaufleitungen getauscht werden. Das waren die wichtigsten Infos rund um das Thema Ölverlust bei Turboladern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, teilt es, lasst uns ein Like da, abonniert uns und drückt die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen.